Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Sebastian, wir wollen heute über das Thema Vorratsgesellschaften sprechen. Du bietest ja selber in UK vorgegründete Gesellschaften an und da wollen wir heute einfach mal drüber sprechen, weil da gibt es eine ganze Menge Fragen. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von seriösen, aber auch vielleicht dubiosen Angeboten im Internet und wir müssen einfach für unsere Mandanten, Zuschauer und Zuhörer da mal Klarheit reinbringen. Starten wir mal mit der ersten Frage. Die meisten Gesellschaften, die du ja auch selber als Vorratsgesellschaften anbietest, könnte man ja auch innerhalb von 1 bis 2 Tagen neu gründen. So, warum soll ich denn jetzt eine Vorratsgesellschaft kaufen? Ja, das ist korrekt, ja. Also ich meine, diese Aussage, ja, die ja häufig auch verwendet wird von Anbietern von Vorratsgesellschaften, dass das alles ruckzuck geht und alles so schnell geht, das ist natürlich nur wirklich für ein Land wie Deutschland jetzt wichtig, denn in Deutschland ist ja bekanntlich die Eintragung einer neuen GmbH mit unendlich viel Bürokratie, einem Hürdenlauf und unendlich viel Zeit verbunden. Ja, also eintragen, zum Notar gehen, persönlich vor Ort erscheinen, bla bla bla. Und dann geht es noch beim Handelsregister, Ewigkeiten mit das Registergericht, da gefällt der Name nicht. Also ich meine, es geht ja locker mal 4 bis 6 Wochen ins Land, bis das Ganze passiert ist. Ja. Dort ist also die Geschwindigkeit bei Vorratsgesellschaften natürlich ein Thema. Jetzt, wir bieten Gesellschaften an in UK, Irland, Malta und USA. Dort ist das eigentlich alles nirgendwo ein Thema, weil zum einen braucht man sowieso keinen Notar. Vor-Ort-Präsenz ist auch nicht notwendig. Das geht alles per E-Mail, Dokument unterschreiben, hin und her. Und das ist alles in wenigen Tagen gemacht. Ich sage mal, selbst in Ländern, wo es noch so ein bisschen manuell ist, nicht komplett automatisch, reden wir von, ich sage jetzt mal, maximal einer Woche. Ja. Und deswegen ist natürlich das Thema Geschwindigkeit bei einer Vorratsgesellschaft nicht der tatsächliche Vorteil. Tatsächlich kann es sogar länger dauern, bis die Vorratsgesellschaft dann übertragen, umbenannt und so weiter ist. Ja. Also wenn es am rein das Thema Geschwindigkeit geht, bis die Gesellschaft steht, vertragsfähig und geschäftsfähig ist, dann ist es eigentlich kein Grund für eine Vorratsgesellschaft. Muss es ja aber andere Gründe geben, die dafür sprechen, eine Vorratsgesellschaft zu kaufen, wenn es nicht die Geschwindigkeit ist. Genau, also die meisten Mandanten, die eine Vorratsgesellschaft übernehmen, die brauchen eine Gesellschaft, die zu einem bestimmten Zeitpunkt schon existiert hat. Ja, also man kennt es ja, man hat möglicherweise eine mündliche Vereinbarung eingegangen und jetzt will aber jemand einen schriftlichen Vertrag sehen, der muss ein bestimmtes Datum haben, was weiß ich, von vor 6 Monaten. Dann brauche ich zum Beispiel eine Vorratsgesellschaft. Oder ich möchte eben am Markt auftreten und jetzt nicht wie jemand erscheinen, der jetzt hier erst die Firma heute gegründet hat, sondern möglicherweise schon ein Unternehmen verwenden, was entsprechend etabliert ist. Das sind so die typischen Gründe. Und dann haben wir natürlich tatsächlich Gesellschaften, also wenn wir jetzt gerade mal die UK PLC zum Beispiel anschauen, die ja bei uns verfügbar sind mit sehr komplexen, sage ich jetzt mal, Konfigurationen, wenn ich mal den Begriff aus der IT verwenden darf. Also spezifisch Dinge und Eigenschaften, die jetzt zum Beispiel für Kapitalmarktprojekte notwendig sind, die man bei einer neuen Gesellschaft dann zum einen durch einen Anwalt erstmal durchführen lassen müsste, die dann auch möglicherweise noch registriert werden müssen oder noch warten muss. Bis das dann alles geschehen ist, gerade bei einer Public Limited Company, bei einer PLC, gehen locker mal 2 bis 3 Monate ins Land. Ja? Und jetzt nicht nur wegen Behördenlaufzeiten, auch weil da Anwälte hin und her sind, Ping-Pong hin und her, man kennt es ja und weiß, wie das ist. Und da kommen eben diese komplett vorkonfigurierten Vorratsgelder mit all diesen Themen eben spezifisch für Kapitalmarktprojekte, sei es jetzt eine Anleihe, Börsengang oder auch Private Placements oder Holdinggesellschaft, die man dann sofort übernehmen kann. Und da spart man natürlich dann schon auch eindeutig Zeit. Und natürlich der andere Punkt ist, jetzt diese PLCs, die wir da verkaufen zum Beispiel, die kosten so knapp, denken wir mal, knapp unter 15.000 Pfund. Da fragen Sie sich natürlich, naja, ist ja nicht billig, wieso so viel? Naja, zum einen ist das Stammkapital dort einbezahlt gewesen, also muss dann kein Stammkapital mehr einzahlen. Zum anderen natürlich, wenn man diese ganzen Schritte, von denen ich gesprochen habe, hier von einem Anwalt jetzt machen lässt, würde man locker bei einem britischen Anwalt in der City 25.000 dafür bezahlen, für dieses Legal Work. Ja. Und hier sind natürlich dann 15.000, man kommt zwar, muss kein Stammkapital bezahlen, ein echtes Schnäppchen. So, das sind also solche Gründe. Ja. Das heißt, man muss das ein bisschen genauer anschauen und dort ein bisschen ins Detail gehen. Es reicht aber nicht allein zu sagen, per se ist es schneller, eine Vorratsgesellschaft zu übernehmen, als eine zu gründen. Das ist definitiv nicht der Fall. Aber natürlich kann dann Geschwindigkeit doch noch dann im Einzelfall eine Rolle spielen. Jetzt ist ja so, dass einige, auch wirklich zum Teil renommierte Anwaltskanzleien, bieten ja
im Internet sogenannte Mantelgesellschaften an. Vielleicht kannst du unseren Zuschauern und Zuhörern mal erklären, was jetzt der Unterschied ist zwischen einer Vorratsgesellschaft und einer Mantelgesellschaft. Und vielleicht können wir bei der Gelegenheit mal noch ein paar andere Begrifflichkeiten mit erwähnen, weil da gibt es ja eine ganze Menge ähnliche Begriffe, auch unter denen Vorratsgesellschaften angeboten werden. Aber vielleicht beginnen wir mal mit dem Unterschied oder auch kein Unterschied, Mantelgesellschaft, Vorratsgesellschaft. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Genau, also wie du schon gesagt hast, da geistern jede Menge Begriffe rum. Also es gibt Ready-Made Company, es gibt Shelf Company, es gibt Aged Company, es gibt Vintage Company, Vorratsgesellschaft, Mantelgesellschaft, vorgegründete Gesellschaft, GmbH-Mantel, AG-Mantel und so weiter und so fort. Also grundsätzlich als Mantelgesellschaft würde man eine Gesellschaft bezeichnen, die mal irgendwann gegründet wurde von einem real existierenden Mandanten für eine spezifische Aufgabe und der hat dann gesagt, ich gebe diese Gesellschaft auf. Oder die beginnt eigentlich nie mit der geschäftlichen Tätigkeit, aber die wurde gegründet von jemandem, da wurde Stammkapital einbezahlt, die wurde möglicherweise auch verwendet. Das heißt, die war also möglicherweise wirtschaftlich aktiv, während eine Vorratsgesellschaft im Grunde auf Vorrat gegründet wurde. Das heißt, die wurde letztlich gegründet, um die als eine vorgegründete Gesellschaft zu verkaufen. Die war nie aktiv. Wobei eben, ich muss jetzt sagen, bei uns auf den Webseiten, wir schmeißen das ein bisschen zusammen. Das heißt, wir haben bei unseren Vorratsgesellschaften tatsächlich auch, ich sage jetzt mal Mantelgesellschaften dabei, aber immer nur solche, die nie verwendet wurden. Ja? Also wir haben keine Gesellschaften da dabei, die jemals wirtschaftlich aktiv waren, sondern es sind immer Gesellschaften, die hatte vielleicht ein Mandant mal gegründet und hat dann gesagt, naja, ich brauche die sowieso nicht, könnt ihr die wieder zurücknehmen. Und so würde ich die Begriffe unterscheiden. Macht Sinn. Jetzt hattest du vorhin schon erwähnt, dass man eigentlich nicht anreisen muss. Also gibt es irgendetwas, wo ich vielleicht doch anreisen müsste? Wie sieht es zum Beispiel mit dem Bankkonto aus? Da ist übrigens noch eine zweite Frage, die mir da aufkam. Du sagst, das Stammkapital ist teilweise schon eingezahlt bei einigen Gesellschaften. Bedeutet das, dass die schon ein Bankkonto haben? Die Gesellschaften, die wir vertreiben, die haben alle kein Bankkonto. Und das liegt einfach daran, dass ja für die Kontoeröffnung heutzutage tatsächlich Webseiten und so weiter erforderlich sind und man beschreiben muss, was die geschäftliche Aktivität ist. Das haben wir natürlich hier nicht. Ja. Man muss auf der anderen Seite sagen, dass die Kontoeröffnung ja heute so einfach geworden ist bei Online-Banken wie Wise oder Revolut oder so. Da kann jeder ein Konto eröffnen in weniger als einem Tag. Vorausgesetzt eben, er hat natürlich eine Webseite für die Firma, ein aussagekräftiges LinkedIn-Profil, aber das haben ja die meisten. Also da wird es im Grunde kein Problem geben. Ja. Daher ist also keine Anreise für die Kontoeröffnung notwendig. Wenn jetzt jemand spezifisch am Sitzstaat der Gesellschaft, Irland, Großbritannien, Malta oder USA ein Konto eröffnen möchte, bei einer traditionellen Bank, also nicht bei einer Online-Bank, dann muss man sehen, wie man das verwirklichen kann. Wir werden nachher nochmal zu den einzelnen Gesellschaften kommen, aber wir wissen ja zum Beispiel, viele traditionelle Banken wollen, dass ein Geschäftsführer dann tatsächlich dort vor Ort lebt in dem Land. Das muss man natürlich dann sicherstellen, dass das der Fall ist. Wir können da schon in gewisser Weise helfen, aber im Grunde genommen, da muss dann der Geschäftsführer der Gesellschaft hingehen mit den wirtschaftlich Berechtigten, die sich dann ausweisen müssen bei der Bank und müssen das Konto eröffnen. Da wäre dann natürlich eine Anreise notwendig, aber die meisten Mandanten, wie gesagt, greifen heutzutage auf Online-Banken zurück und brauchen damit dann eigentlich kein Konto bei einer traditionellen Bank. Okay. Und andere Gründe zur Anreise gibt es nicht. Wie gesagt, Notartermin oder sowas gibt es ja alles nicht in den Ländern. Mhm. Und zum Glück wird es ja momentan in immer mehr Ländern auch üblich, selbst die Notartermine, wenn sie denn mal notwendig wären, dann auch online durchzuführen. Genau. Wenn wir uns jetzt die Webseite oder wer sich die Webseite Vorratsgesellschaften zum Beispiel anschaut von dir, der sieht ja da erstens verschiedene Sitzstaaten, also ganz konkret Irland, UK, Malta sind wohl momentan aktuell keine Vorratsgesellschaften verfügbar, aber dann noch die USA. Und dann zusätzlich noch in dem einen oder anderen Land auch verschiedene Gesellschaftsformen. Wie soll da jetzt jemand vorgehen? Also sucht er das nach dem bestklingendsten Firmennamen aus, den er da findet auf dem Angebot? Also Scherz beiseite, wahrscheinlich wäre das natürlich kein guter Rat. Wobei wir dann natürlich auch nochmal nachher über die Möglichkeit der Firmennamensänderung sprechen müssen. Aber also welches Land und welche Gesellschaftsform sind denn jetzt ideal für welchen Einsatzzweck? Kannst du dazu was sagen?
Genau, also in Großbritannien, in UK, was wir dort im Wesentlichen anbieten, sind Vorratsgesellschaften vom Typ der UK Limited, also die sogenannte Private Limited Company, die ganz normale Limited, die ja jeder kennt. Dann die Public Limited Company oder PLC, also ich sage jetzt mal eine Aktiengesellschaft. Dann haben wir in UK auch noch Limited by Guarantees, das ist die sogenannte Stiftungslimited. Das sind die Rechtsformen, die wir im UK anbieten. In der Regel wird jemand genau wissen, was er möchte. Ja? Also wie gesagt, wenn man ein Kapitalmarktprojekt machen will, dann braucht man eine PLC. In allen anderen Fällen will man eher eine Limited verwenden und die Limited by Guarantee, die Stiftungslimited, ist eben ganz spezifisch zum Thema Vermögensschutz möglicherweise interessant. Im Grunde genommen, die Mandanten wissen, was sie wollen. Die Auswahl der richtigen Gesellschaft hängt dann zum Beispiel davon ab, also teilweise haben die VAT, zum Teil haben sie keine VAT, zum Teil ist das Stammkapital höher, niedriger, die Gesellschaften sind jünger oder älter. Das sind halt alles so Kriterien, die dann auch eine Rolle spielen. Ja, und tatsächlich der Name spielt auch eine Rolle, weil ich meine, wir alle haben ja das Problem, inklusive mir, wenn wir jetzt nicht im Englischen zu Hause sind, wirklich als Muttersprache, wie nenne ich dann eine Gesellschaft? Ja, es ist ja oftmals so, dass man dann als Nicht-Muttersprachler vielleicht irgendwie mit einer dummen Idee kommt, ja, und ich weiß genau. Und das klingt dann für aber tatsächlich englischsprachige Geschäftspartner dann lächerlich oder schlecht. Ich meine, es gibt ein ganz bekanntes Beispiel. Da hat eine japanische Turnschuhmarke Geschäfte in Großbritannien eröffnet, also Turnschuhgeschäfte, das war schon vor 30 Jahren. Und haben die also Athlete's Foot genannt. Athlete's Foot in Englisch heißt Fußpilz. Ja. Da hatten die offensichtlich ihren Research nicht gut genug gemacht. Ja. Das war natürlich dann hier ein Grund für jeden, dann laut zu lachen. So, also das heißt, um sich solche Blamagen zu ersparen, sucht man sich eben irgendwas, was schon einen gewissen Namen hat. Also insofern der Name, auch wenn es lächerlich klingt vielleicht, ist auch schon ein wichtiges Argument natürlich. Weil natürlich manche Namen auch dann gewisse, ich sage jetzt mal, Branchen auch hier natürlich suggerieren, ja, wie zum Beispiel jetzt Holding oder Finance oder Dienstleistung oder Beratung oder IT oder was auch immer. In den USA haben wir LLCs und C-Corporations. In Irland und da auch wiederum genau das Gleiche. Ja. Also die LLCs, die wir in den USA verkaufen, die sind alle als Nullsteuergesellschaft konfiguriert. Als Nullsteuer-LLC, die haben auch alle eine Steuernummer in den USA. Auch da wiederum, die Steuernummer in den USA ist auch für einen Ausländer relativ einfach zu beschaffen, aber es kann halt mal 2-3 Wochen gehen, bis der die Steuernummer bekommt. Ja. Manchmal, also wir haben wirklich Mandanten, die sagen, okay, also ich muss den Vertrag morgen unterschreiben und ich brauche dafür eine Steuernummer und ich brauche das für eine Firma. So, dafür sind solche Sachen geeignet. Und in Irland haben wir dann Limiteds und in Malta haben wir auch Limiteds. In Irland, wie gesagt, die Limiteds, die wir haben, die haben alle eine EU-Umsatzsteuer-Identnummer. Wobei, der ist ein Sonderfall in Irland, da werden wir dann nachher noch darauf zu sprechen kommen. Irland ja unendlich kompliziert und kleinkariert, da haben wir auch eigene Podcast-Episoden gemacht zur Schwierigkeit, eine englische Limited zu gründen. Hier kann die Vorratsgesellschaft ein bisschen helfen, aber löst natürlich auch nicht das Grundsatzproblem, dass man tatsächlich Substanz in Irland braucht. Gut zu wissen. Und jetzt, wenn wir nochmal auf die US-Gesellschaft zu sprechen kommen, die ist ja nun USA ist relativ weit weg. Wenn jetzt ein Freiberufler, also auch so ein One-Man-Show vielleicht fragt, lohnt sich für mich eine US-Gesellschaft zu gründen? Also im Vergleich jetzt zu einer Limited in UK? Also wem würdest du jetzt empfehlen? Oder würdest du überhaupt empfehlen, auch zum Beispiel Freiberufler eine US-Gesellschaft einer UK Limited vorzuziehen? Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich natürlich bei jeder Auslandsgesellschaft stellt sich immer die Frage der Legalität. Also eins natürlich klar, wir empfehlen natürlich niemand eine Auslandsgesellschaft. Das ist ja durchgehend bei uns auch auf den Webseiten so kommuniziert, der jetzt in Deutschland zum Beispiel wohnt. Das funktioniert ja gar nicht. Also das heißt, die LLC insbesondere, die bringt im Grunde nur was Personen, die jetzt als digitale Nomaden unterwegs sind oder in bestimmten Ländern leben, wo ja solche Gesellschaften effizient und auch steueroptimiert eingesetzt werden können. Also für digitale Nomaden sind die LLCs super. Wir haben ja auch da eine eigene Webseite nullsteuer.llc zu dem Thema und da kann man die neu gründen. Und wenn man jetzt halt eine Gesellschaft braucht, die schon existiert, dann kann man die dann eben als Vorratsgesellschaft erwerben. Aber ja, grundsätzlich ist die LLC für diese Personengruppe absolut ideal. Gut. Jetzt hattest du ja schon die Wichtigkeit des Namens angesprochen, zum Beispiel. Und dennoch wird es jetzt die Frage geben von dem einen oder anderen unserer Zuschauer und Zuhörer, wenn ich jetzt eine Vorratsgesellschaft kaufe, was kann ich denn dann und mit welchem Aufwand und vielleicht sogar schon direkt bei der Übernahme auch ändern? Also zum Beispiel Shareholder müssen ja in jedem Fall geändert werden, aber vielleicht auch der Unternehmenszweck. Ich finde jetzt vielleicht eine Firma, die ist eingetragen auf, was weiß ich, Marketingfirma, aber mein Geschäftszweck ist ein völlig anderer. Also was kann man ändern? Welcher Aufwand steht da dahinter?
Und ist das auch für die Reputation der Firma dann nicht schädlich, wenn da, was weiß ich, sagen wir mal, eine Firma gegründet worden ist mit dem Geschäftsgegenstand Marketing und dann, was weiß ich, macht sie Finanzprodukte beispielsweise? Ja, ist eine gute Frage. Also wir ändern das natürlich für Mandanten jederzeit im Rahmen der Umtragung kostenlos später gegen eine kleine Gebühr. Aber das lässt sich leicht ändern, das lässt sich schnell ändern, das lässt sich mehrfach ändern. Also alle diese Dinge sind relativ einfach machbar. Am schnellsten im UK, wo man sie in der Regel innerhalb von einem Tag ändern kann, Geschäftsführer, Gesellschafter, Unternehmenszweck und diese ganzen Dinge. In den anderen Ländern, insbesondere USA, kann es dann ein bisschen länger dauern, bis diese Dinge dort umgetragen werden, weil dort die Prozesse einfach zum Teil noch sehr manuell sind. Ja, also man muss da dann tatsächlich einen Gesellschafterbeschluss machen, schriftlich, den wir natürlich machen, den muss man unterschreiben, den muss man dann einreichen, zum Teil per Fax noch, ja. Und dann muss das von dem Register dann entsprechend noch bearbeitet werden. Das braucht halt einfach eine gewisse Zeit. Aber also grundsätzlich, diese Dinge lassen sich alle problemlos in wenigen Tagen, sage ich jetzt mal, ändern. Genau. Und ist auch also absolut üblich natürlich, dass Mandanten dort ändern wollen. Namen, Geschäftsführer müssen sowieso eintragen. Also Firmensitz, ja. Wobei, also man muss natürlich sagen, klar, man kann den Firmensitz ändern, aber natürlich ist ja bei dem Preis für die Vorratsgesellschaft der Firmensitz für ein Jahr schon mit enthalten. Das heißt also, wie viele andere Leistungen jetzt auch mit enthalten sind in dem Preis, ja, inklusive die komplette steuerliche Betreuung. Das heißt also, das würde man sich gut überlegen, ob man den Firmensitz ändern kann. Aber ja, wer es ändern will, der kann es natürlich ändern, ist ja ganz klar. Okay. Gut. Wie sieht es aus, wenn jetzt jemand zum Beispiel, wir haben ja gerade über das Ändern der Gesellschafter zum Beispiel gesprochen, jetzt möchte jemand selbst nicht in Erscheinung treten, das heißt als Eigentümer der Gesellschaft anonym bleiben. So kann ich eine Vorratsgesellschaft übernehmen, kaufen, aber selbst nicht in Erscheinung treten. Also wir reden jetzt natürlich nur über legale Gründe, die es geben mag, dass jemand das möchte, ne? Und nicht irgendwelche Gründe, irgendwelche Besitzverhältnisse bewusst zu verschleiern. Ja, also in den USA ist es problemlos möglich, weil dort schlicht und ergreifend diese Informationen gar nicht an die Handelsregister übermittelt werden und insofern auch dort gar nicht öffentlich dann eingesehen werden können, weil sie bei den Behörden gar nicht vorliegen. Also dort ist es problemlos möglich. Nicht nur ist es legal, sondern es ist der einzig mögliche Weg. Ja. In Europa, in der EU und im UK ist es nicht möglich, weil hier gibt es ja die bekannten Richtlinien gegen die Geldwäsche und in dem Rahmen wurden ja Transparenzregister eingeführt. Das heißt, es werden hier alle Register gezogen, um die letztendlich Begünstigten dann zu veröffentlichen. Das geht ja jetzt auch dann so weit, dass jetzt alle Gesellschaften, zumindest Kapitalgesellschaften, detaillierte Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen einreichen müssen, wo man dann auch sehen kann, was jeder verdient hat, ja, der da beteiligt ist. Also da ist es nicht möglich. Der einzige Weg jetzt sozusagen Anonymität zu erzielen wäre, wenn im Grunde genommen man weniger als 20% an der Gesellschaft hält, dann wird man nicht im Transparenzregister veröffentlicht. 25%. Das heißt also, wenn man jetzt 5 Gesellschaften hat und jeder hält 20%, wird keiner im Transparenzregister veröffentlicht. Das könnte man also, wenn das so die Struktur ist, der Gesellschaft, dann muss man sich dazu keine Gedanken machen. Aber in allen anderen Fällen lässt sich das Ganze nicht verschleiern. Also wenn es natürlich Möglichkeiten gibt, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Ehepaar eine Gesellschaft übernimmt, ja, und der Ehemann möchte nicht erscheinen, dann kann natürlich die Ehefrau die Gesellschaft besitzen. Das ist ja dann klar, ja, das wäre dann problemlos möglich. Aber man könnte jetzt nicht komplett irgendwie einen Treuhänder oder sowas verwenden. Also in Europa, inklusive Großbritannien, ist das nicht möglich. Gut, haben wir auch Klarheit über diese Frage, aber sie kommt ja immer wieder. Dann Irland. Du hattest schon selbst angedeutet, wir müssen über Irland noch mal mehr ins Detail einsteigen, ganz speziell deswegen, weil ja für den einen oder anderen Mandanten die Wahl deswegen auf Irland fallen könnte, weil Irland ein Teil der EU ist und weil er sich Vorteile erhofft durch eine Company in Irland, ganz speziell eben was die Umsatzsteuer-ID betrifft. Und das wird ja teilweise auf bestimmten Internetseiten so versprochen. Bei uns können Sie das kaufen, eine Irland Company oder gründen, dann haben sie keine Probleme und so weiter und so fort. Ich denke, da müssen wir mal gewaltig jetzt aufräumen mit einigen Mythen und Legenden, die da unterwegs sind.
Genau, ich meine, wir haben ja zu dem Thema Firmengründung in Irland schon eine eigene Podcast-Folge aufgenommen und da haben wir das ja erklärt. Also um es so mal zusammenzufassen, Irland, die Behörden sind extrem kleinkariert, schwierig und auch gehen sehr ins Detail. Also die sind dann auch noch deutscher als die Deutschen, also sind schon ein bisschen wie die Schweizer, so in gewisser Weise. Das heißt also, es ist in Irland unmöglich, eine Umsatzsteuer zu bekommen, ohne dass eben die Wertschöpfung, die Geschäftsaktivität in Irland stattfindet. Das heißt, ohne dass man in Irland festangestellte Mitarbeiter hat, die Gehalt beziehen und so weiter und so fort. Auch selbst dann ist es schwierig. Also ich mag mich an einen Mandanten erinnern, der ist tatsächlich, ist ein Deutscher nach Irland umgezogen und der lebt in Irland, der lebt nur in Irland, der lebt nirgendwo anders. Der ist dorthin umgezogen, ungefähr, was ich sagen, vor einem halben, dreiviertel Jahr und war seitdem nur in Irland, hat eine Wohnung in Dublin gemietet für teures Geld. Der hat bisher immer noch keine Umsatzsteuernummer. Da ist jetzt die Behörde gerade dabei, dass er jetzt mal sagen muss, wie seine persönliche steuerliche Situation in den letzten 3 Jahren war. Im Ausland, in Deutschland, bevor er nach Irland gezogen ist. Das muss er jetzt dort offenlegen, damit die eben eine Umsatzsteuernummer erteilen. Also es ist sehr kompliziert. Ja. Jetzt die Gesellschaften, die wir haben, die wir anbieten für, die haben alle schon die EU-Umsatzsteuer-ID, die kann man auch so verwenden, die kann man auch so letztlich rausgeben. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, die ist nicht freigeschaltet. Die lässt sich auch nicht im WIS, also in dem EU-System zur Verifizierung von Umsatzsteuern verifizieren. Das heißt, wenn man die dort eingibt und die Gesellschaft verifizieren will, dann taucht dort auf, dass es keine gültige Umsatzsteuernummer ist. Und das liegt daran, dass die irische Steuerbehörde die nicht freigeschaltet hat. Die nicht freischaltet, bis man nicht diese Nachweise erbringt, dass tatsächlich jemand in Irland vor Ort wohnt, der angestellt ist bei der Firma, der dort dieses Business betreibt. Das heißt also, was man auf keinen Fall machen darf, jetzt von uns zur Vorratsgesellschaft übernehmen und dann erwarten, dass damit letztlich die Anforderung vor Ort in Irland Substanz zu haben, dann negiert wird oder letztlich damit nicht notwendig ist. Das ist absolut nicht der Fall. Man muss also tatsächlich dann hier in Irland jemanden haben, einen Geschäftsführer haben, einen Mitarbeiter haben, einen Angestellten haben, der da tatsächlich wohnt, der bei der Gesellschaft angestellt ist und der wird dann dort eingetragen bei der Vorratsgesellschaft, die von uns übernommen wird und dann kann man bei der Behörde dann beantragen, dass die Umsatzsteuernummer auch dann für die EU letztlich dann freigeschaltet wird. Erst dann lässt sich das machen. Und wie gesagt, ich hatte ja gerade eben schon von dem anderen Mandanten erzählt, der in Irland tatsächlich lebt und auch schon jetzt seit einigen Monaten dort lebt. Selbst dann ist es möglicherweise kein Prozess, der jetzt straightforward ist. Ja? Also das muss man ganz ehrlich sagen. Da darf man sich keinerlei Illusionen hingeben. Erfahrungsgemäß ist es dann doch tatsächlich schneller, wenn man die Vorratsgesellschaft übernimmt. Normalerweise lässt sich das innerhalb von mehreren Wochen bewerkstelligen. Aber wie gesagt, man muss sich ja überlegen, wenn jetzt einer nach Irland zieht, dann muss der erstmal Sozialversicherungsnummer beantragen, dann muss er bei der Firma angemeldet werden, muss Gehalt bekommen und so weiter und so fort. Also da geht schon eine Zeit ins Land, ja, bis das dann tatsächlich funktioniert. Ganz wichtig, dass man das berücksichtigt. Jetzt würde ich gerne mal wieder in Richtung USA wechseln und dort mal das Thema besprechen wollen mit dir. Wenn ich jetzt also eine US-Gesellschaft kaufe, eine Vorratsgesellschaft oder eine Neugründung, das wäre dann wahrscheinlich das Identische, und ich möchte in Europa geschäftlich tätig sein, jetzt mal unabhängig von meinem Wohnsitz. Auch da benötige ich ja dann eine europäische Umsatzsteuerregistrierung. Ist das jetzt besonders einfach, besonders schwierig mit einer US-Gesellschaft? Was gibt es denn dazu zu sagen? Das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich die Frage, ob ich eine Umsatzsteuernummer-ID benötige in der EU, hängt davon ab, was ich mache. Wenn ich jetzt jemand bin, der zum Beispiel Beratungsdienstleistungen erbringt als digitaler Nomade oder ich mache Softwareentwicklung oder irgendwas und schicke den Kunden dafür eine Rechnung, habe B2B-Kunden, dann ist keine Umsatzsteuer-ID notwendig. Den kann ich die amerikanische Steuernummer geben, dann kann der Kunde in Deutschland zum Beispiel Reverse Charging machen. Also eine EU-Umsatzsteuernummer Identifikationsnummer ist nicht notwendig. Erbringe ich digitale Dienstleistungen für Endverbraucher, das heißt, habe ich zum Beispiel Videokurse, Software, irgendwelche Portale, wo die sich anmelden können, zu denen ich denen Zugang gebe, also automatisierte digitale Leistung, dann muss ich mich für OSS registrieren. Das heißt, ich muss die US-Gesellschaft für OSS registrieren. Das ist das System der EU für die Umsatzsteuerabführung und muss dann jedem Endverbraucher in der EU, die in seinem Wohnsitzstaat gültige Umsatzsteuer berechnen und entsprechend abführen. Das Gleiche gilt auch jetzt bei physikalischen Produkten seit einigen Jahren. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Amazon oder so in Deutschland Produkte verkaufe mit einer amerikanischen Gesellschaft, dann muss ich mich entweder für OSS registrieren, was ein zentrales mehr oder weniger System ist, oder ich muss in Deutschland eine Umsatzsteuernummer dann beantragen. Das Problem bei der Umsatzsteuernummerbeantragung ist, dass oftmals eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung nachgewiesen werden muss der US-Gesellschaft.
Diese ist für eine LLC nicht zu bekommen, denn die ist ja nicht in den USA steuerlich ansässig bei einem nicht in den USA lebhaften Gesellschafter, wohnhaften Gesellschafter. Bei der amerikanischen C-Corporation kann ich sie besorgen, die Ansässigkeitsbescheinigung. Allerdings ist es ein Prozess, der relativ lange Zeit in Anspruch nehmen kann. Wir reden hier von mehreren Monaten. Jetzt ist allerdings die zweite Gesellschaftsform, die du gerade erwähnt hast. Also LLC hast du gesagt, kommt nicht in Frage, klar, sie ist steuerlich nicht ansässig. Aber hätte ich jetzt aber steuerliche Nachteile? Also die LLC ist ja gerade interessant wegen der Steuerfreiheit. So, wenn ich jetzt aber die andere Gesellschaft, welche war es nochmal? Die C-Corporation, also Aktiengesellschaft. C-Corporation nehme. Wie sieht das dann steuerlich für mich aus? Habe ich dann einen erhöhten Aufwand, jährlich meine Steuererklärung in den USA einzureichen? Wird es vielleicht deswegen dann doch wieder uninteressant? Also einen erhöhten Aufwand wird man haben. Ja, die LLC muss ja letztlich keine Buchhaltung an sich anfertigen. Ja, also was in unserem Paket enthalten ist, sowohl jetzt bei Nullsteuer LLC für neue Gesellschaften, als auch bei der Vorratsgesellschaft, ist, dass wir letztlich die kompletten steuerlichen Erklärungen für die LLC anfertigen. Da wird keine volle Steuererklärung notwendig, sogenannte Mini-Steuererklärung. Da muss man den Gesamtumsatz letztlich der Behörde melden, aber muss keine detaillierte Buchhaltung anfertigen. Das ist natürlich bei der C-Corporation immer gegeben. Man muss dort eine detaillierte Buchhaltung anfertigen, ähnlich wie, sage ich jetzt mal, in Europa man das auch kennt. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, diese ganzen Dinge. So, diese Kosten kommen auf jeden Fall dann dazu. Ich meine, die Kosten sind ja aber, selbst wenn ich das vergleiche mit deutschen Steuerberater, nicht besonders hoch. Also selbst wenn es ein paar tausend kostet und ich habe ein gut funktionierendes Geschäft, ist das ja letztlich, das ist zu vernachlässigen. Was wichtig ist, ist natürlich die steuerliche Behandlung. Also wie du schon gesagt hast, die LLC ist ja, wenn sie im Grunde in den USA selbst nicht als gewerblich auftritt, ist sie ja dort nicht steuerpflichtig, wenn sie nur einen Eigentümer hat. Die C-Corporation ist immer in den USA steuerlich ansässig, das heißt, muss dort immer ihre Gewinne versteuern. Was man aber natürlich machen kann ist, und was also die laufende Praxis ist, dass eben im Grunde genommen sich der Gründer dann ein Gehalt ausbezahlen lässt von der C-Corporation und wiederum unter der Prämisse natürlich, dass der in einem steuergünstigen Land lebt. Ja, und es geht natürlich nicht, wenn er in Deutschland lebt oder sowas. Oder wenn er in den USA lebt, geht es schon gar nicht. Aber wenn er jetzt im steuergünstigen Land lebt, sagen wir, er lebt in Dubai, lässt er sich ein Gehalt auszahlen von dieser C-Corporation. Und das ist dann letztlich reduziert den Gewinn der C-Corporation und ist natürlich in den USA steuerfrei. Insofern die Arbeit nicht in den USA verrichtet wird, ist in allen Ländern das Gleiche. Muss insofern letztlich dann am Wohnsitzstaat versteuert werden. Wenn der Wohnsitzstaat keine Steuer erhebt, ist das Gehalt steuerfrei. Ja, also da kann man es über ein Gehalt lösen. Das heißt, die Besteuerung wird letztlich dann auch nicht existent oder sehr gering sein. Aber ja, also definitiv ist der Verwaltungsaufwand höher als bei der LLC. Und habe ich jetzt durch eine US-Gesellschaft noch weitere interessante Vorteile, zum Beispiel besseren Zugang zum US-Markt? Gerade was so Zollbestimmungen, diese verschiedenen Bundesstaaten und so weiter und so fort betreffen könnte? Also generell der große Vorteil an US-Gesellschaften ist, dass sich ja diese ganzen Anbieter von PayPal, Stripe, irgendwelche Online-Banken und alles mögliche andere auch ja sehr einfach benutzen kann. Oftmals habe ich ja bei irgendwelchen steueroptimierten Gesellschaften das Problem, dass diese ganzen Anbieter nicht zusammenarbeiten wollen. Das ist irgendeine Offshore-Gesellschaft, ist Hongkong oder sowas. Ja? Wobei Hongkong geht eigentlich jetzt noch. Aber diesen Vorteil habe ich. Die ist überall anerkannt. Ich kann überall die allgemein bekannten Anbieter verwenden. Und es ist halt irgendwas in den USA. Es ist halt jetzt nicht irgendwas in einem verrufenen Land oder so. Zweiter Vorteil natürlich ist ein guter Schutz der Privatsphäre. Die USA nehmen ja nicht am automatischen Informationsaustausch teil, was natürlich für die meisten Mandanten oder alle Mandanten von uns sowieso egal wäre, weil die wohnen ja sowieso nicht in Deutschland oder in anderen entsprechenden Hochsteuerländern. Aber gut, die nehmen nicht daran teil. Die Eigentümer der Gesellschaft bleiben anonym. Möglicherweise muss ein Geschäftsführer im Handelsregister veröffentlicht werden bei einer Aktiengesellschaft. Hängt vom Sitzstaat ab. Aber es müssen halt auch keine Bilanzen oder sowas eingereicht werden. Wir hatten ja vorhin das Beispiel, dass ich im Grunde heutzutage, weil hier jeder in der EU ganz verrückt danach ist, diesen gläsernen Bürger zu etablieren. Ja? Ich kann also nachschauen, ob mein Schulfreund oder mein Nachbar hier, der Unternehmer ist, kann letztlich nachschauen, was der verdient. Und das kann ich für jeden machen. Und wie gesagt, ist ja alles komplett transparent. Demnächst werden jetzt auch noch detaillierte Bilanzen eingereicht. Und das ist natürlich in den USA nicht der Fall. All diese Dinge gibt es dort nicht. Natürlich, ich muss die Zahlen an die Steuerbehörde abgeben. Das heißt, die Steuerbehörde weiß das, aber das ist ja, ich meine, gut, damit kann man in gewisser Weise leben. Es geht ja darum, dass es nicht in der Öffentlichkeit ist. Ja. Und ich meine, dieser ganze Trend hat sich jetzt ja in der Zeit durch Corona nochmal in gewisser Weise beschleunigt. Und wir
wir stehen ja mehr und mehr vor der Situation, dass im Grunde so dieses Konglomerat aus Medien, Regierungen und großen Konzernen hier Macht an sich reißen, dass hier Vermögen verschoben wird, ja, und dass man natürlich diese Transparenz denen das Futter dafür liefert. Man liefert denen ja alle Informationen, damit die genau wissen, dem gehört das, dem gehört dieses, wo ich also dann direkt dann ansetzen kann. Selbst wenn es kein Verschwörungstheoretiker ist, sind ja diese Trends auf jeden Fall besorgniserregend, weil wir wissen Zentrales ja, Immobilienregister, ne? Und das ist auch eines der neuesten Dinge, die da hier durchgesetzt werden sollen. Genau, also das heißt, wir haben jetzt Kapitalgesellschaften, ein Immobilienregister, ja. Ich glaube, man kann nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass diese gesammelte Datenmenge hier für was Positives verwendet wird. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie die verwendet wird, da scheint auf jeden Fall hier was im Busch zu sein, sage ich mal so. Und gerade dann ist natürlich eine US-Gesellschaft interessant, wenn ich jetzt über Vermögensschutz und so weiter nachdenke. Ich meine, klar, wir wissen, die USA sind ja ganz vorne bei diesen Trends mit dabei. Die großen Konzerne, Medien und anderweitig, von denen wir gerade sprechen, sind ja fast alles US-Unternehmen. Darf man sich ja keine Illusionen hingeben. Aber dadurch, dass die USA so fragmentiert sind, wir sehen es ja jeden Tag in den Nachrichten politisch, es gibt diese großen Auseinandersetzungen. Die Bundesstaaten haben sehr viel Macht. Das ist so stark fragmentiert, dass es da eine gewisse politische Unbeweglichkeit gibt und natürlich auch eine große politische Macht auf der anderen Seite. Das heißt, das kann man sich hier zunutze machen und kann im Grunde sagen, ich habe eine US-Gesellschaft und um jetzt mein Vermögen zu schützen, selbst wenn ich es nur dadurch schütze, dass ich nicht jedem offenlege, was genau ich besitze, ohne jetzt hier irgendwelche, sage ich jetzt mal, Kapriolen drehen zu müssen, wie Stiftung gründen und jenes komplizierte Sachen, einfach eine US-Gesellschaft haben, die bestimmtes Vermögen hat, weiß ich, ein Aktiendepot, ein Krypto-Wallet, Immobilien, okay, aber wie gesagt, du hast ja schon gesagt, es gibt Immobilienregister, müsste ich wiederum angeben, wer hinter der Immobilie steht, ja, also wer hinter der US-Gesellschaft steht. Ja, nicht nur das, sondern ich habe jetzt also vor kurzem habe ich eine Sendung dazu gesehen, dass man auch dann detailliert jetzt, also die ganzen Immobilienbesitzer, Hausbesitzer wurden wohl angeschrieben, mit einer Frist von nur wenigen Wochen, alle Details über ihre Immobilien zu erfassen in Fragebögen. Und unter anderem wird dann eben auch aufgezählt, also wie viel Kubikmeter sozusagen pro Person, die da drin wohnt, zur Verfügung steht, wie viel Toiletten pro Person zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Also so wie man möglicherweise, du hast selber schon gesagt, wir haben keine Ahnung, wofür diese Zahlen mal verwendet werden, aber mittlerweile wissen wir, jemand, der hier ein großes, dickes Auto fährt, wird also jetzt schon an den sozialen Pranger gestellt, ne? Ja. Und möglicherweise wird man zukünftig auch mal an den Pranger gestellt, wenn man zu viel Kubikmeter umbaute Wohnfläche besitzt. Ne? Da müssen wir mal sehen, was noch auf uns zukommt. Ja, das sind ganz klar besorgniserregende Trends. Und ich meine, wir haben jetzt viele Mandanten, ja, oder nicht viele, ich sage jetzt mal eine gewisse Anzahl Mandanten, denen sind ja schon alle möglichen Dinge passiert. Also in Deutschland reicht es ja schon aus, wenn ein gewisser Tatbestand vorgeworfen wird, wie jetzt zum Beispiel Steuerhinterziehung, dass dann Konten gepfändet werden oder eingefroren werden. Nicht mal gepfändet werden, einfach eingefroren werden und dann, okay, wir machen jetzt mal hier eine staatsanwaltschaftliche Untersuchung und so. Und ja klar, wenn das dann alles sich auflöst, dann kriegst du alles wieder zurück. Ja. Aber natürlich jeder weiß, der als Unternehmer tätig ist, man hängt von der Liquidität ab. Man kann jetzt sicher mal sagen, okay, die meisten wenigstens, ich stelle jetzt hier mal eben hier ein Konto ab, wo die ganze Liquidität drauf ist des Unternehmens. Ja. Deshalb zu sagen, ein zweites Standbein zu haben, wo jetzt eine Steuerbehörde zum Beispiel nicht dran kann, weil es in einem anderen Land ist. Und in der Kombination dann mit der Wohnsitzverlagerung ist natürlich, ja, scheint aus meiner Sicht sehr gut zu sein. Und wie gesagt, die USA für den Vermögensschutz sind dafür sehr gut geeignet aufgrund der Eigenschaften der Gesellschaft, die wir gerade eben besprochen haben. Ja, jetzt haben wir also schon gesprochen über Irland, über UK, über USA, Malta, auch wenn momentan keine Gesellschaften, keine Vorratsgesellschaften vorhanden sind. Aber was gibt es da Spezielles noch dazu zu sagen? Warum könnte Malta für mich interessant sein? Ja, Malta ist halt natürlich, wie gesagt, sehr interessant. Malta hat ja nur 5% effektive Körperschaftssteuer, bringt im Grunde auch nur was, wenn man tatsächlich nach Malta umzieht oder zumindest eine Betriebsstätte gründen will. Also das heißt, ja, ist natürlich, wir haben viele Mandanten, die nach Malta umgezogen sind, die wir dabei unterstützt haben. Deswegen Malta kann grundsätzlich sehr interessant sein. Deswegen bieten sich dann natürlich dort auch Vorratsgesellschaften an. Ja, also gibt es wahrscheinlich keine auf der Webseite, weil die Nachfrage so groß ist. Ja. Ja, dann wäre noch eine ganz wichtige Frage, wie funktioniert jetzt genau die Übernahme? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe mich jetzt informiert, ich habe Klarheit, in welchem Land ich meine Gesellschaft benötige. Ich habe auch Klarheit, welche Gesellschaft. Jetzt könnte ich auf den Bestell-Button klicken oder nochmal Beratungsgespräch buchen bei dir, aber generell vielleicht, wie funktioniert jetzt genau die
Übernahme? Wie ist der Ablauf? Was benötigst du von mir? Was muss ich für Unterlagen abgeben? Und wie sind so die einzelnen Schritte, bis es dann meine Firma ist? Wir haben das so organisiert, also wir wollen jetzt vermeiden, dass jetzt Mandanten oder Käufer von solchen Gesellschaften dort sehr lange Formulare ausfüllen müssen und dann genau beschreiben müssen, wer sind die neuen Gesellschafter, Geschäftsführer, Name, Geburtsdatum, Beruf, wie viel Prozent. Und also da gibt es ja dann Formulare, die sind dann 100 Felder lang. Das wollen wir vermeiden. Ja. Wir haben das also so gemacht, dass man letztlich die Gesellschaft reservieren kann für 500 Pfund jeder Gesellschaften. Dann ist die mal für 7 Tage reserviert und in den 7 Tagen kann man dann im Grunde genommen, würden wir zusammen mit dem Mandanten dann abstimmen, wie die Gesellschaft genau konfiguriert werden muss. Neuer Name, Gesellschafter, Geschäftsführer, neuer Gesellschaftszweck, dieses muss noch gemacht werden, jenes muss noch gemacht werden, Stammkapital muss erhöht werden, neuer Firmensitz, was auch immer. Das besprechen wir mit dem Mandanten telefonisch oder per E-Mail. Ja. Sobald es geklärt ist, würden wir dem Mandanten eine Rechnung schicken. Da wäre natürlich dann die Reservierungsgebühr wird dort angerechnet und dann kann der Mandant bequem per SEPA-Überweisung dann den Kaufpreis für die Gesellschaft bezahlen. Wir brauchen natürlich die notwendigen ID-Dokumente dann, das ist klar, die Anti-Money-Laundering. Muss das beglaubigt sein? Nein, muss nicht beglaubigt sein. Nein. Und dann würden wir letztlich dann die Gesellschaft entsprechend übertragen. Wie gesagt, also im UK ist am schnellsten, da kann man davon ausgehen, dass diese ganzen Änderungen, inklusive Namensänderungen, Gesellschafter, Geschäftsführer, innerhalb von einem Tag geändert werden können. Das heißt, ich sage jetzt mal mit Kommunikation, Bearbeitungszeit mal ein paar Tage, sage ich mal so. In den anderen Ländern, Irland und so, also Irland ist zwar auch, haben die auch ein elektronisches System, aber dort wird sehr viel mehr auf ihrer Seite manuell kontrolliert. Das heißt, es kann sein, dass diese Änderungen dort bei denen schon mal in der Warteschleife hängen. Und USA ist auch relativ einfach, muss halt dann auch nochmal händisch gemacht werden. Das heißt, es geht dann auch wieder, kann eine Woche gehen, bis das dort dann alles aktualisiert ist. Ja? Also das heißt, die Übernahme erfolgt sehr schnell und die Gesellschaft ist normalerweise dann innerhalb von wenigen Tagen dann einsatzbereit. Sie ist natürlich sofort auch mit dem Tag des Kaufs geschäftsfähig. Ich meine, wie gesagt, wir geben dem Mandanten die Steuernummer, wir geben dem Mandanten den Firmennamen, die Anschrift und so weiter und so fort. Das heißt, er kann sofort natürlich anfangen, mit der Gesellschaft zu arbeiten, wenn es da dringend ein Vertrag unterzeichnet werden müsste und so. Aber wie gesagt, die einzelnen Änderungen, ich würde jetzt mal sagen, wenn ich jetzt mal über alle Gesellschaften wegsehe, mag es 1 bis 2 Wochen dauern, bis das alles übertragen ist. Dann, wenn ich jetzt feststelle, ich habe also jetzt eine Reservierung bezahlt und jetzt stellt sich heraus, die gewählte Gesellschaft passt nicht, was machen wir dann? Also wenn die nicht passt, wenn eine andere Gesellschaft passt, kann man natürlich gerne die nehmen, aber ansonsten gibt es dann keinen Refund oder so, die Reservierungsgebühr. Mit der Reservierungsgebühr nehmen wir ja die Firma vom Markt, das heißt, die wird dann nicht an andere Mandanten vermarktet. Das heißt, wenn dann die Restzahlung nicht erfolgt oder der Mandant die Firma nicht mehr will, dann hat er die 500 Pfund investiert und das war's. Ja, aber ich könnte sie im Prinzip dann, sie würde genauso auf eine alternative Company angerechnet, wenn wir jetzt feststellen, also eine andere passt besser, ne, auf das. Also ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass jemand die reservierte Gesellschaft dann gesagt hat, okay, also eigentlich brauche ich doch keine Gesellschaft. Nee, das nicht. Ich reserviere mir eine in Irland und weil ich jetzt den Podcast hier nicht aufmerksam gehört habe zum Beispiel und stelle dann fest, also es wäre einfach besser, eine US-Gesellschaft zu nehmen. Das war einfach die Frage. Okay, das passt. Schön. Jetzt tummeln sich ja im Netz, ich hatte es am Anfang schon mal gesagt, eine ganze Menge Anbieter so rum, die ähnliche Dienstleistungen anbieten. Sicherlich eine ganze Menge sehr renommierte, sehr seriöse Kanzleien, die dort allerdings oftmals dann Mantelgesellschaften verkaufen. Wir hatten am Anfang ja drüber gesprochen. Aber was hast du jetzt vielleicht noch für ein paar Hinweise, wie jetzt jemand, der auf der Suche nach einem geeigneten Partner ist, beachten sollte, um jetzt nicht bei unseriösen Anbietern zu landen? Im Grunde genommen, man muss zunächst mal sich natürlich immer anschauen, was auch die Preise enthalten online. Ja, also bei uns zum Beispiel sind natürlich die Preise zum Teil höher, doppelt so hoch, 3-mal so hoch wie bei anderen Anbietern. Aber das hat natürlich einen Grund. Ja, also ich habe vorhin schon bei den PLCs erwähnt, warum das so ist bei den PLCs. Ich halte die PLCs trotzdem für ein Schnäppchen, auch wenn die 15.000 Pfund kosten. Aber auch bei den anderen Gesellschaften, die sind auf jeden Fall teurer. Aber da ist natürlich in dem Preis jetzt viel mehr enthalten zu der Gesellschaft. Da ist die komplette steuerliche Betreuung enthalten für ein Jahr. Firmensitz ist da drin enthalten, Behördenkommunikation, die ganze Ansprechbarkeit auf Deutsch, der ganze Support. Im Grunde genommen, wenn man dann den Preis für die Gesellschaft selbst anschaut, ist der auch nicht viel höher als bei irgendwelchen anderen Anbietern. Nur andere Anbieter machen diese Salami-Taktik, dass die jetzt sagen, okay, die Gesellschaft kostet halt nur 500 €, aber dann kostet halt jedes Pipi dann 500 € mehr, also dass ich dann am Ende dann überraschende Gebühren hatte. Ich hatte es jetzt mal vor kurzem, wir haben eine Gesellschaft übernommen für einen Mandanten und diese Gesellschaft war in den Niederlanden, ja.
war alles schön und gut, Gesellschaft war günstig und so weiter, aber dann kam alles dazu, steuerliche Betreuung 2000, Eintrag im Handelsregister 800, notarielle Beglaubigung, also es kam ein Ding nach dem anderen hinzu. Und das ist ja immer das, was die meisten Mandanten am meisten nervt, da kommt Rechnung nach Rechnung, nach Rechnung, nach Rechnung. Hier ist ein Preis, da ist alles drin enthalten. Ja, also da kann man wirklich sagen, rundum sorglos Paket all-inclusive für ein Jahr alles drin. Solange die Gesellschaft natürlich ruhend ist. Ist ja klar, dass wenn jemand jetzt tatsächlich damit anfängt, dann muss tatsächlich umfangreich Buchhaltung gemacht werden, dass das nicht im Preis enthalten ist, klar. Aber solange die Gesellschaft nichts tut, was ja bei den meisten so ist, erstmal macht die nichts und dann läuft es so langsam los, ist dieses komplette Paket in dem Preis enthalten. So, das ist einmal das Wichtigste. Dann muss man natürlich die Tücken in den einzelnen Ländern kennen. Wir haben es ja schon mit Irland gesagt. Ja. Also wie viele Mandanten wir schon haben, die in Irland eine Gesellschaft gegründet haben, die dann erzählt wurde, die Umsatzsteuer, ja, alles kein Problem, das machen wir alles, bla bla bla. Und dann hat es nicht funktioniert. Das muss man natürlich wissen, dieses Detailwissen ist erforderlich. Das steht natürlich nicht bei jedem auf der Webseite, das steht in einem Kleingedruckten. Das heißt, das ist ein großes Problem. Ja. Oder was ich vorhin über die PLC gesagt habe, oder die US-Gesellschaften, man muss wirklich sich damit auseinandersetzen. Ja, man kann da nicht einfach bei irgendeinem Anbieter irgendwas kaufen. Bei den Mantelgesellschaften, das heißt bei Gesellschaften, die jetzt schon im Einsatz waren, gibt es natürlich immer das Risiko, dass diese Altlasten haben. Da muss man sich dann anschauen, wie der Anbieter damit umgeht. Also wir arbeiten zum Beispiel in der Schweiz mit einem Anbieter zusammen, wo man Mantelgesellschaften übernimmt. Der garantiert persönlich für sämtliche Altlasten, falls da irgendwas auftaucht. Also das heißt, sowas muss man natürlich haben, weil selbst wenn man jetzt irgendwie einen Schufa-Check oder sowas macht oder Kreditreform-Check, ja, wird man ja nicht immer dort jetzt auf alles stoßen. Aber man muss halt mal sagen, Verträge geben beispielsweise, ne? Man muss halt einfach sagen, okay, ich meine, der Anbieter ist jetzt schon am Markt so und so lange. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass es im Grunde genommen funktioniert ist. Wenn ich halt total dieses Risiko ausschließen will, muss man halt leider sagen, dann kann ich halt auch so eine Gesellschaft nicht übernehmen. Das ist halt einfach so. Das lässt sich dann leider nicht ändern. Das sind so die Dinge, auf die man achten muss. Ja, vielen Dank. Wunderbar. War sehr aufschlussreich, wie immer. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.